Yeah, the Do you have now idea what you want, what is being done? Yeah, wait. Because the segment wants to go and exercise with the doctor. And, Well, okay, what we wanted to do, Dr. Kramer wanted to talk just a few minutes about the diagnosis for the patient. okay. We want to now discuss the diagnosis of a patient. Who? Gestern haben wir den Reizstromtest bei unserem Patienten gemacht. Yesterday we carried through the stimulation test with one of our patients. Wir haben die Frontbereiche nichts gereizt, We did not stimulate the anterior segment denn wir hatten ja Probleme mit dem Leitwert. because we had difficulty with his base values. Außerdem sind die Frontzähne klinisch gesehen alle gesund. Besides, clinically the teeth appeared to be healthy. Wir haben also nur die Zähne gereizt, wo wir wissen wollen, ob sie gesund sind oder nicht. Consequently, we only stimulated teeth that were brought into question. Da starten wir auf der rechten Seite im Oberkiefer. And so we will begin on the right side upper jaw. Wir haben gehört, dass alle 4 Weisheitszähne entfernt worden sind, We learned that all 4 wisdom teeth were removed, und zwar operativ. and that is surgically. Und zur gleichen Zeit wie die Weisheitszähne wurden auch die ersten Prämolaren At the entfernt. same time, when the wisdom teeth were removed, the four wisdom, bicuspids were also removed. Die Lücken bei den Prämolaren wurden orthodontisch geschlossen. And the spaces thus created by the removal of bicuspids were closed orthodontically. Das ist relativ gut gelungen, And this seems to have had good results, wenigstens rein äußerlich. at least viewed from externally. Und dass die Lücken wieder geschlossen sind, ist durch diese Doppellinie, durch den Doppelbogen kenntlich gemacht. And on our chart to show that these spaces have closed is visible by the double line. Wenn wir nur eine Linie machen, einen Bogen machen, dann heißt das, die Lücke ist verkleinert. If we make only one line, that means the space has only diminished in part. Nun schauen Sie die Weisheitszahnbereiche an. And now if you look at the area of the wisdom teeth, Hier brauchte ich zum Ausgleich des Reizwertes 80. in order for me to balance the stimulation impulse, it required a value of 80, Ne? which was a value of 80. Ja. Und zum Ausgleich des Reizwertes brauchte ich 3 Ampullen Kieferostitis D3. And to balance it requires 3 ampules of jaw-ostitis D3. Damit ist ganz klar, das kann man konservativ nicht machen. And of course, this explains that one cannot do anything in this area conservative. So haben wir hier oben hingeschrieben OP. So we recorded then operative. Ja, operativ. Ja. The diagnosis of it. Wir sagen in Deutschland immer OP. We always abbreviate in Germany and say OP. OP ist auch der Operationsraum. And because OP is also the operating room. So you have a bony ostitis there, is what you're saying. Yeah. It needs to be surgically. Also Bony scar. hier wird, wenn die Operation durchgeführt werden soll, eine Anästhesie gemacht, Lokalanästhesie. In order to proceed with the procedure, we localize it with local anesthetic. We numb it with local anesthetics. Dann wird Schnittführung gemacht Then we incise, und meistens ein Zahnfleischrandschnitt. and that is a flap cut on the tissue. Oder wenn nicht genügend Platz ist, auch ein senkrechter Schnitt gemacht, dass ein Lappen entsteht. And if room provides, we lay a flap. Und dann wird das Knochengewebe mit Bohrern, langsam laufende Bohrer, And then the bone tissue is approached with slow running burrs. hier in diesem Bereich höchstens mit 12.000 Touren In this area we utilize about 12,000 RPM und unter starker Kühlung, with considerable increased cooling. wenn es
entweder kühlen mit dem Wasser aus der Leitung, either the cooling aus dem Gerät, with water from the instrument, besser mit physiologischer but it Kochsalzlösung would be better to use physiological saline solution. und mit Löffeln wird das ganze Gebiet sauber gemacht. And then with spoons, the entire area is cleaned, smeared. Wenn Sie den blanken Knochen, sauberen, hellen Knochen erkennen können, Once you learn to recognize the cleaned, healthy bone, dann können Sie die Wunde zunähen, then you can sew the wound, wobei die Fäden möglichst eng aneinander liegen sollen. where the sutures should be placed close together. Bevor Sie zunähen, muss die Wunde bei uns mit physiologischer Kochsalzlösung gesäubert werden. Before you will suture, in our instance, before we suture the wound, we rinse the wound with saline solution. Dadurch können Sie die Blutung stark reduzieren. This reduces the bleeding considerably. Wenn Sie ein Ozongerät zur Verfügung haben, If you have an ozone instrument available, dann mischen Sie Wasser mit Ozon, then you can mix water in ozone. also eine Ozon-Wasser-Kombination. That is a water-ozone combination. Dafür gibt es bei uns bestimmte Geräte For this, we have certain instruments available, und reinigen damit die Wunde. and this cleanses the wound. Ozon hat einen hohen Desinfektionsfaktor. Ozone has a very high disinfecting factor. So reinigen Sie nicht nur die Wunde, sondern können Sie auch stark desinfizieren. The wound is not only clean but also disinfected. Außerdem wissen Sie ja, wenn Ozon mit der Luft in Berührung kommt, You should also know that when ozone comes in contact with air, zerfällt der dreiwertige Sauerstoff Ozon the O3 is then breaks down in aktiven Sauerstoff O into active oxygen to O2 und Wasser und and H2O. H2O. Und dadurch, durch den frei werdenden, nassierenden Sauerstoff, And because of this released cleansing oxygen, haben Sie einen stark desinfizierenden Effekt, you have a strong disinfecting effect, der ungefähr 70 Mal stärker ist als Chlor. and it is about 70 times stronger, more powerful than chlorine. Wir werden ja morgen noch Bilder sehen, wie Turk das im Bild demonstrieren kann. And Dr. Turk will demonstrate that to you with use of slides. Also für diesen Weisheitszahnbereich ist die Sache klar. And so for this area of the wisdom tooth, this condition should be clear. Hier hatten wir einen Wert von 80 Here we had a value, stimulating value of 80 und einen Ausgleich mit 3 Ampullen Kieferostitis D3. and a balance of 3 ampules of Astitis D3. Auf der anderen Seite links oben On the other side, on the left, hatten wir nur einen Wert von 77 we had a value of 77 und brauchten zum Ausgleich nur eine Ampulle Maxilla D3. and it required only 1 ampule of Maxilla D3 Und bei einem zweiten Reiz nur eine Ampulle Kieferostitis and D3. a second stimulus needed only 1 ampule of Astitis D3. Ja, meistens nämlich machen wir es so wie hier auf dieser Seite gezeigt, We mostly do it as we indicated it on this side, dass wir einmal reizen und ausgleichen mit Organpräparat Maxilla that we stimulate once and then we balance with organ preparation maxilla, und bei einem zweiten Reiz ausgleichen mit Nosode Kieferostitis. and the second stimulus is then balanced with nosode jaw astitis. Das machen wir in der Regel bei allen zahnlosen Strecken. We do that as a rule in all edentulous areas. Nur hier bei diesem Patienten habe ich es hier mal gemacht On this patient, I did it here. und hier habe ich es nicht gemacht bei den anderen Weisheitszähnen. On the other side, on the other wisdom teeth, I didn't do that. Einmal, weil das Ergebnis klar war Once, because the results were clear, und das andere, weil wir mit dem Leitwert so viel Schwierigkeiten haben. and the secondarily is because we had such difficulty with his base values. Denn schauen Sie die beiden unteren Weisheitszahnbereiche an. Because if you look at the lower values of the lower wisdom teeth,
Da hatten wir rechts unten auch wieder einen Reizwert von 80. On the lower right, we again had stimulating value of 80. Und ich sagte Ihnen ja vorher schon, 80er Werte, Reizwerte sind immer verdächtig. And as we mentioned before, values of 80 are always suspicious. Und dreimal Ausgleich mit dreimal Ampullen Kieferostitis D3 spricht immer für einen starken Herd. And balance with 3 ampules of D3 is always addressing a strong foci. Hier hatten wir nur einen Reizwert von 79. On the left side, we had a stimulus value of 79. Aber wir wissen ja, dass wir da immer Probleme hatten mit der Energie. And of course, keep in mind that we always had problems with energy. Nicht, dass Sie meinen, dass der 79er Wert weniger sei. Not that you think that 79 is a low value. Aber zum Ausgleich brauchten wir auch wieder dreimal Kieferostitis And for D3. balance, again, it required 3 D3 ostitis ampules. Wir hatten jetzt hier noch die 4 zahnlosen Kieferbereiche, wo die ersten Prämolaren waren. We also had the 4 areas where the premolars used to be. Aber die sind so eng beieinander, But however, these spaces are so close together dass wir auf dieses kleine Gebiet keinen Reiz setzen können. that we couldn't place a stimulus on this small area. So muss man dieses Gebiet mit dem Nachbarzahn zusammenreizen. And so we have to stimulate that area with a neighboring tooth. Sie finden also hier drüber keine besonderen Werte. But here you don't, consequently you don't find any special values recorded. Das ist technisch ja auch nicht. Technically that is impossible. So, jetzt gehen wir weiter. Vielleicht erstmal auf den linken Oberkiefer. And so we will proceed perhaps on the upper left jaw. Da schauen Sie sich mal bitte den zweiten Prämolaren an. Here pay attention, focus your attention on the second premolar. Der hat eine partielle Wurzelfüllung. It has a partial root canal filling. Ja, wir schreiben hier P, BF, We record partielle. EWF. W ist für Wurzelbehandlung W stands for root. und F ist für Filling. nicht? And F, of course, goes for filling. Dann dieses Zeichen, der dicke Punkt, zeigt, dass der Zahn abital ist. The point above of the black nut point means the tooth is non-vital. Andere Zähne, die vital sind, die kriegen ihr V. Teeth that are vital get a check. So. Und dann sehen wir aber auch im X-Ray schon, dass einen apikalen Prozess hat. X-rays already revealed that he has a very apical process. Bei uns in der Abkürzung auf dem Schema ist A1 ein stark umschrieben, ein deutlich umschriebener Herd. We record A1, which means a very plain, circumscribed focus. Und wenn hier stehen würde A2, And if we would have recorded A2, dann würde es ein diffuser apikaler Prozess sein. it would be a diffuse apical process. So kann man das sehr schnell erkennen. And so this gives you a quick overview. Nun haben wir hier einen Reiz draufgegeben auf diesen Zahn We placed a stimulus on this tooth, und dann sehen Sie, wir hatten nur einen Reizwert von 77. and here you can see we had a value of 77. Also beherdete Zähne müssen nicht immer einen Wert von über 80 haben. And this shows that teeth that are foci don't always have to have high stimulating values, Obwohl das sehr oft der Fall ist. even though that happens frequently. Aber Sie sehen hier, ich habe zweimal gereizt. You can see here I stimulated twice. Das eine Mal ausgeglichen mit 3 Ampullen Maxilla D3 Once it was balanced with 3 ampules of Maxilla D3, und einmal sogar mit 4 Ampullen Kieferostitis and the D3. next required 4 ampules with jaw ostitis D3. Sie sehen, wenn Ampullen D3 verwendet werden, dann schreiben wir das D3 gar nicht mehr hin. You see, when we go down to the concentration of D3 and multiple ampules are required, we no longer report D3. Sondern schreiben wir nur davor die Zahl der Ampullen We only record the number of ampules used, und welche Nosode oder Organpräparat, aber die D3 lassen wir weg. and also what type of ampule or nose that was used, and then the D3 concentration is eliminated. Früher hatten wir mal die Nosode Kieferostitis D2 auch. At one time, we also had a jaw ostitis nosode of D2.
aber das haben wir ja verlassen, but this we have eliminated weil das nicht unbedingt notwendig ist. because that's not necessary. Sie sehen, wenn Sie diese anderen Werte vergleichen, dass der Zahn, der zweite Prämolar links oben überhaupt der stärkste Herd ist, den der Patient zurzeit hat. If you compare then this tooth right here to all the others present and diagnosed, then you will notice that this tooth right here is one of the strongest foci. Der zweite tote Zahn, den der Patient hat, ist 6 unten links. The second non-vital tooth which the patient has is number 19. Auch hier ist ein umschriebener apikaler Prozess zu sehen im Röntgenbild. Also in this area one can see a circumscribed periapical lesion. Der Reizwert war 80 The stimulating value was 80 und der Ausgleich war möglich mit 3 Ampullen Mandibula D3. and the balance required 3 ampules of mandibular D3. Und Sie sehen gleich unseren Therapievorschlag. And you can see right away our therapy recommendation. Bei den zahnlosen Bereichen im Weisheitszahngebiet. In the edentulous area of the wisdom tooth region, Jedes Mal OP, also we find every time OP. ja, hier ist ein Fehler. Ja, da ist ja keine Extraktion möglich, wenn kein Okay, Zahn da ist. now you see OP recorded. Und hier bei den abitalen Zähnen, der Prämolar 5 links oben und 6 links unten, beides mal Vorschlag Extraktion, da geht konservativ nichts mehr. And on the non-vital teeth, in case of premolar and the molar, it is impossible to treat them conservative. Consequently, they are X, meaning removal. Jetzt gehen wir mal zu den Zähnen erst über, die parapulpäre Stifte hatten. And now we go to the teeth that have the pins embedded. Sie sehen, hier haben wir 2 parapulpäre Stifte unter einer Kunststoffkrone 7 oben rechts. And here, on this tooth, you'll notice that there are 2 pins placed under a synthetic crown. Bei der Reizung kriegte ich einen Wert von 76, einen Reizwert. The stimulation value was 76. Der Ausgleich war möglich mit Maxilla einmal eine Ampulle D3 Balance was achieved with maxilla D3, 3 ampules D3. und beim zweiten Reiz mit einer Ampulle Pulpa D3. And the second stimulus, 1 ampule pulp 3. Da wir aber wissen vom Decoder her, dass er metallisch belastet ist But because from the decoder reading we know that he is stressed with metals, und im Röntgenbild 2 parapulpäre Stifte festzustellen an sind, X-ray shows us 2 pins present, hat es eigentlich keinen Wert mehr, konservative Behandlung zu machen bei einmal D3 und bei dem Gesamtkrankheitsbild des Patienten. it may not make any sense to treat the tooth conservatively, and especially in the case of Wenn er schwer of all these other symptoms. Na, wenn der Patient mein Sohn wäre, If this patient would be my son, würde ich bei 2 Ausrufungszeichen auf jeden Fall die Extraktion machen. on this 2 exclamation point tooth, I would carry out an extraction Und keine konservative Behandlung mehr versuchen. and not attempt a conservative treatment. Aber Sie wissen, in Deutschland müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein aus forensischen Gründen. However, in Germany, we have to be very careful because of forensic reasons. Hier, deswegen würde ich in Deutschland bei einem fremden Patienten sagen, And so in Germany, with a strange patient person, I would then say, wir können die parapulpären Stifte rausnehmen und konservative Behandlung versuchen. we can remove those pins and we could try a conservative treatment. Also indirekte Überkappung machen mit Calciumhydroxid, That is an indirect pulp cap with calcium hydroxide, einen Aufbau machen mit Zement some type of buildup with cement, und eine Behelfskrone darüber. and then a temporary crown over that. Aber diese Behelfskrone nach Möglichkeit im Labor machen lassen, However, this temporary crown should be fabricated in the lab damit wir keinen schnell härtenden Kunststoff verwenden müssen. so that we don't have to utilize the quick setting synthetic, Und dann mit homöopathischen Mitteln Begleittherapie and machen. then perhaps attempt homeopathic auxiliary therapy.
Ich habe Ihnen schon angedeutet, dazu gehören Nosoden, Organpräparate und homöopathische Mittel als Trias. The companion homeopathic companion therapy consists of the three substances which I mentioned before, like organ preparations, nosodes, and also homeopathic remedies. Also vor allem als Nosode chronische Pulpitis. The nosode chronic pulpitis. Als Organpräparat Pulpa dentis. And organ preparation, dental pulp. Und homöopathische Mittel, möglichst viele Drainagemittel. And homeopathic remedies, including many drainage remedies. Darüber wollen wir ja morgen noch sprechen. And we will talk about that tomorrow. Ich persönlich glaube nicht, dass hier Erfolg ist. I personally don't believe this will be successful. Und würde deswegen lieber rausziehen. Consequently, that's why we prefer extraction. Aber wenn Sie dem Patienten sagen, wir können ja konservativ Behandlung versuchen, however, if you tell the patient about the conservative approach, dann soll er erstmal selber entscheiden. Then he should decide himself. Aber er muss wissen, dass das Geld kostet. However, he should be aware that this is costly. Dass der Erfolg unsicher ist. That the results are not sure. Aber wir sind gegenüber dem Gesetz gesichert. However, we are at least protecting ourselves from the law. Denn wenn nach 6 Wochen oder 8 Wochen die Ergebnisse weiter so schlecht sind, because after 6 to 8 weeks, if the results are still rather poor, dann sieht er ja, dass wir nicht zu besseren Werten gekommen sind, dann muss er doch raus. And if he then realizes that the tooth is not improving, it still will need to be removed. Dasselbe gilt für die 2 anderen Zähne im rechten Oberkiefer, nämlich 5 und 6. The same applies also to the other teeth, that is number 5 and number 6. Also im Endeffekt wird es wohl darauf hinauskommen, dass der Patient die ganzen Seitenzähne rechts oben verliert. As the final result, it is very possible, very likely, that the patient may lose these back teeth. Und da es hier einen freien Sattel gibt, braucht er eine Prothese. And since this will then create a edentulous free saddle space, he will need a prosthesis. Und weil der Patient mit einer Prothese zu Anbeginn auch nicht glücklich ist, and because the patient is rather unhappy in the beginning with the prosthesis, würde ich bei einem solchen Patienten erstmal konservativ anfangen. I would certainly try, because of that, a conservative approach at first. Und den Patienten durch Taten zeigen, dass es einfach nicht geht. And through the results, I would then guide the patient to see that it does not help. Wenn er von selber dann auf mich zukommt und sagt, ich kann konservativ nichts bezahlen oder machen Sie es doch gleich, dann ist das was anderes. Of course, if the patient approaches me by himself to tell me that he cannot afford the conservative approach and would like extractions, then that was his decision. Gehen wir zum linken Oberkiefer über. On the left side, upper jaw. Der 5. war tot und ist klar. The number 11 was dead, and that is no argument. Das zahnlose Weisheitszahngebiet ist auch klar. Of course, there should be no question about the wisdom tooth area. So bleiben nur die großen Molaren 6 und 7. So now we have only the molars to discuss. Und wenn Sie die Werte hier anschauen, when you look at the values here, 179, 178, also die würden zuerst mal so aussehen, als wenn man die Zähne vielleicht doch noch halten könnte. It may appear at first that the teeth may be able to be preserved. Wenn wir dann aber ausgleichen, den Reizwert mit 3-mal Maxilla D3 für den 6er, but when you go to the balancing value that was required 3 times mandibular and 3 times dental pulp, und mit 3-mal Pulpa, dann sehen Sie, dass die Pulpa stark chronisch geschädigt ist und die Schädigung schon auf den Kieferknochen übergegangen then you ist. should realize that the pulp is severely damaged and it has already penetrated all the way to the bone. Hier ist es auf jeden Fall ein völliger Unsinn, da noch konservierend was zu machen. This certainly wouldn't make any sense to attempt a conservative approach. Auch hier mit 2-mal Ampullen Maxilla D3 oder 2-mal Pulpa D3 geht nichts mehr. Also in this area here, where it required 2 ampules of maxilla and dental pulp, it is in no better shape than the other. Also Sie sehen, auf der linken Seite kommt der Patient um eine partielle Prothese nicht herum. So you see, the patient has no other choice but to consider a partial appliance on the left side. So kann man auch hier mit ruhigem Gewissen gleich von Anfang an ordentliche Arbeit machen.
And so considering then the right side, it may be possible to do proper work for him. So, Sie sehen also schon an diesem Beispiel, dass man nicht bloß immer einen Zahn oder einen Bereich sehen darf, sondern immer das Gesamte sehen muss. So I hope from this example you can see that you shouldn't consider only one tooth at a time, but rather consider the entire mouth as a unit. Auf jeden Fall, wenn ich dieses Ergebnis einem Schulmediziner zeige, In any case, if I should show the results of this examination to somebody oriented with school thought, und ich diesen Behandlungsvorschlag mache mit so viel Extraktionen, and I recommend this type of treatment with all those the many extractions, und sage, muss 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zähne hergeben, and I explain to them that he has to give up 6 teeth nur im Oberkiefer, in the upper jaw alone, obwohl nur ein Zahn röntgenologisch verändert, also pathologisch ist. when only one tooth actually shows any pathological change. Und ich sage, dass bei einem so jungen Patienten 5 vitale Zähne heraus müssen, And in such a young individual, 5 vital teeth have to be removed. dann habe ich Glück, wenn ich nicht eingesperrt werde. Then I'm really rather lucky if they don't lock me up. Also Sie sehen, welche Verantwortung man da selber übernimmt. So you can now appreciate the type of responsibility which you assume. Und Sie können sich hier vor eigenem Schaden nur bewahren, And in order for you to protect yourself from that type of damage, wenn Sie den Patienten komplett aufklären, if you explain to the patient completely, und das kostet ja viel Zeit, and of course this is rather time costly, aber ein Prozess hinterher kostet mehr Zeit. however, a legal process afterwards would take even more time, Und dann nur, wenn der Patient zustimmt. and that is only if the patient would agree. Und das wird in meiner Praxis nur geschehen, wenn er das schriftlich bestätigt. And in my practice, this is only done if he signs for it. Und heute, seit diesem Jahr, muss er durch Gesetz sogar schriftlich bestätigen, dass er aufgeklärt worden ist. And today, by law, he has to sign that he has had everything explained properly, Dass er keine Fragen mehr hat that he didn't have any more questions, und dass er mit der vorgeschlagenen Therapie einverstanden ist. and that he agrees to the therapy presented. Und deswegen, weil das so schwierig ist manchmal, And consequently, because it is so difficult sometimes, mache ich in meiner Praxis I perform in my practice, die Untersuchung an einem Tag I perform the examination on one day, und niemals sofort anschließend die Therapie. and I do not follow up immediately with the therapy. Der Patient muss Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, was ich ihm gesagt habe. The patient is given opportunity to think about the things I told him. Bei uns heißt es immer wenigstens eine Nacht darüber schlafen. The rule I go by is to allow them to sleep on that at least one night. Und wenn er dann sagt, Dr. Kramer, ich habe Vertrauen zu dir, mach das, dann mach es. And if the patient comes back and says, Dr. Kramer, I trust you, I want you to do it, then I agree and I do it. Du wolltest ja genau wissen, wie wir das bei uns machen. Und ganz genau wird so vorgegangen. And so since you asked the question, how do we proceed, this is exactly our steps. So, das war der Oberkiefer. Okay, that's the upper jaw. Im Unterkiefer sieht es auch nicht viel besser Now, aus. the lower jaw doesn't present any better picture. Wir haben hier die beiden Weisheitszahnbereiche besprochen. We already talked about the wisdom tooth 6 regions. unten links, der erste Molar ist tot, das ist auch 19 kein we already Problem. discussed as being non-vital. Bei uns in Deutschland werden wir sogar jetzt gezwungen, den Patienten zu sagen, In Germany, we're now forced to tell the patient dass ich den Zahn gerne raustun würde, weil er ja sogar eine apikale Veränderung hat. that I would recommend to remove the tooth because it has an apical lesion. Aber wir sind inzwischen ein so freiheitlicher Staat geworden, However, meanwhile, we have become such a free state dass ich den Patienten sagen muss, lieber Freund, die Schulmedizin sagt uns, dass sie den Zahn erhalten können durch Wurzelspitzenresektion. that I have to inform the patient what the school thought is on that. The tooth could still be maintained with a root resection. Also als Zahn ist er dann wohl erhaltbar.
which means as a tooth it is still maintainable. Aber durch die Wurzelspitzenresektion wird der Herd mit Sicherheit sehr viel schlimmer. But the focus through a root resection will be considerably and definitely intensified. Aber das interessiert bei unserer Regierung niemand. However, in our government, nobody is interested in that problem. Biologische Zahnmedizin gibt es in Bonn nicht. Bonn does not practice biological medicine as Aber ich yet. glaube, das gibt es in Washington auch nicht. And I don't think Washington is any different. So, also wieder zurück zur Zahnheilkunde. And now back again to dentistry. Fangen wir auf der linken Seite 7 links unten an. On the left side, number 18, Im Röntgenbild 4 parapulpäre Stifte. we found 4 pins placed in a tooth. Der Zahnarzt hat sich also sehr viel Mühe gegeben. The dentist really exercised a lot of persistence. Aber aus biologischer Sicht an der falschen Stelle. However, all his efforts were spent in the wrong area. Denn der Reizwert von 81 It had a stimulation value of 81, war auszugleichen nur mit 3 Ampullen Mandibula D3 and balance was attained with 3 ampules of mandible und 3 mit 2 Ampullen Pulpa and D3. 2 ampules pulpa D3. Hier ist konservative Behandlung aus meiner Sicht, wohlgemerkt aus meiner Sicht, nicht mehr möglich. Conservative treatment of this area, in my opinion, is no longer appropriate. Und so schlage ich hier vor Extraktion And that's why I recommended removal. oder besser operative Zahnentfernung. Better said, surgical removal of the teeth. Denn Extraktion bedeutet ja dieses hier. Yes, because extraction just means elbow power Und mit viel Gewalt, immer feste. and with a lot of force. Aber was machen Sie dabei? However, what do you actually accomplish with that? Sie machen im Alveolarknochen lauter Mikrofrakturen. You create a lot of microfracture in the alveolar bone, Und in diese Mikrofrakturen wandern aus der Kiefer, aus der Mundhülle die Bakterien ein. and bacteria can then migrate from the oral cavity into those microfractures. Und Sie können dann nur froh sein, wenn es keine akute Infektion gibt, sondern nur eine chronische. And you can be glad when the patient ends up only with a chronic rather than an acute infection. Daher sprechen wir bei uns in der biologischen Zahnheilkunde nicht von Extraktion, And that is why we never speak about extractions in biological circles, sondern nur von operativer Zahnentfernung. Das heißt, ganz vorsichtig vorgehen. but rather we use the term surgical removal, Und Sie, which means proceeding very carefully. und Sie werden nicht sehen, dass in meiner Praxis so extrahiert wird. And you will never see me in my practice to use elbow power to remove the Sondern wir tooth. machen das wie jeder Chirurg ganz vorsichtig und sorgfältig. But we proceed to like a surgeon, very, very careful and very clean. Und wir müssen dann oft lachen, And we always laugh wenn der Patient sagt, Herr Doktor, wann reißen Sie denn nun endlich den Zahn heraus? when the patient would make the comment, Doctor, when will you finally come to the removal of that tooth? Dann sagen wir, Entschuldigung bitte, Then we say, well, please excuse me. hier ist die Schale, da liegt er schon seit einigen Minuten drin. Here is the beaker, and the tooth has been in it now for quite some time. Und dann freuen wir uns immer darüber. And that brings joy to both me and the patient. Also das war der linke Unterkiefer. So that much for the left lower jaw. Jetzt gehen wir noch zur rechten Seite. And now we go to the right side. Und da sieht es auch nicht sehr viel besser And on aus. the right side, it isn't a whole lot better. Der Weisheitszahn muss gesäubert werden. The wisdom tooth region has to be cleaned. Der 7er hat 3 parapulpäre Stifte. Number 31 has 3 points or pins. Und hier ist es etwas problematisch. And here we do have a small problem. Denn der Reizwert war nur 77. The stimulation value was only 77. Und der Ausgleich war möglich mit Maxilla D4 eine Ampulle und Pulpa D4 eine And the Ampulle. balance was possible with 1 ampule mandibula D4 and also pulpa D4.
Also Sie sehen, da habe ich auch Wohlextraktion Fragezeichen hingeschrieben. And even though I recommended extraction, but it is with a question mark. Ich würde da hier die parapulpären Stifte rausnehmen I would rather first take the pins out und würde doch nochmal hier eine konservative Behandlung versuchen. and I would attempt a conservative treatment in this region. Das wird mich persönlich also schon reizen. This would definitely stimulate me to do that. Vorausgesetzt, dass der Patient auch bereit ist, die Kosten And zu of tragen. course, this is understood that the patient is willing to bear the cost. Beim 7er sieht das sehr viel besser aus. In number 30, this looks a bit better. Beim Zahn 6 schon etwas schlechter. Oh, okay. This was tooth number 31. Now, in tooth number 30, it is a little, somewhat worse. Ja. Und hier bei dem 5, beim zweiten Prämolaren, da ist es wieder ganz schlecht. Da kann man kein Konservativ mehr machen. And tooth number 29, it is really quite bad. There's no way one can approach it conservatively. Sie sehen also bei einem einzigen Patienten, So you see by this one patient, wie viele verschiedene Probleme dort auftauchen. how many diverse problems come to light. Und deswegen ist es auch notwendig, dass man den Patienten ganz exakt aufklärt. And this is why it is so important that one enlightens the patient very carefully. Und das Wichtigste für mich dann dazu, And the more important point for me is der Patient kriegt meinen Untersuchungsbefund einschließlich Röntgenstatus, schriftlich. the patient receives my diagnostic workup, including the X-ray, in writing. So sieht dass ich dazu stehe. So he can see that I stand behind it. Und wenn mir nicht glaubt, soll zum Kollegen gehen. And if he doesn't believe me, he can go to a colleague. Ich hatte einen guten Freund in Chicago, das war der Dr. Johnny Anderson. I had a good friend in Chicago. His name was Johnny Anderson. Leider ist er schon gestorben. Oh, he is no longer alive. Der hat zu mir gesagt, Fritz, remember, He said to me once, remember, Fritz, 90% der Probleme in deiner Praxis 90% of the problems in your practice kommen von nur 5% der Patienten. will come to you only from 5% of the patients. Und diese 5% schickst du zu deinen Kollegen. And these 5% you may be happy to send to your colleagues. Das ist Praxisführung. And that is practice management. So, ich bin am Ende, wenn Sie noch Fragen haben, bitte. Ja? Okay, I'm finished now. Do you have still any questions to this? Wenn der Patient sich viel besser gefühlt hätte, Wann besser gefühlt hätte? Sag mal, er hatte sich viel besser gefühlt. Wann? Zu welchem Zeitpunkt? Zu Zeitpunkt, Sie messen das hier. Also durch die Messerei alleine wird er sich nicht besser fühlen. Nee, das glaube ich schon mal. Also sag mal, es ist so. Ja? Ja. Würden Sie die Therapie viel ändern? Oder würden Sie sagen, ich mache noch die? Das ist reine Theorie, das habe ich noch nicht erlebt. Also durch Reizen wird das Grundsystem mehr belastet. So kann der Patient sich kaum durch einen Reizstromtest besser fühlen. Das habe ich noch nicht erlebt. Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, Sie sagen nur, Sie haben, you said at the beginning, Ja. because of the patient is that ill. Also darf ich so sagen, der Patient hat jetzt gehört, was auf ihn zukommt. Nein, Fritz. Das langt ihm, er fühlt sich seitdem besser. Nein, Dann soll er wiederkommen, wenn er sich wieder schlechter Ja. fühlt. Fritz, Ja, bitte. nein, der Absolut. Kollege meint, der Patient käme jetzt zu dir und hätte überhaupt keine subjektiven Beschwerden. Das meine ich. Und der käme, und würdest du jetzt dann die Therapie genauso machen? Oder würden wir dann die Zähne so belassen, wie sie sind? Herr Kollege, das trifft auch nicht zu in meiner Praxis. Ich sage immer, was in meiner Praxis ist, denn die kommen ja nicht zum Reizstromtest, wenn sie sich gesund fühlen. Das habe ich noch nicht erlebt. Sondern ich kriege sie ja nur von Kollegen überwiesen, wegen Beschwerden, mit denen der Arzt nicht fertig geworden ist. Der sucht ja eine andere Hilfe. Also diese Frage kann ich persönlich nicht beantworten. Habe ich noch nicht erlebt. Okay.
Kannst du das mal Well, schnell? he was asking if you Well, I have to summarize this because it's way too complicated. Basically, it's theoretical arguments. If the patient would have actually had no other complaints, would something change in the diagnosis? And Dr. Kramer said virtually no, that it wouldn't. And I really don't see that type of situation arise in my practice. I only see what I showed you, and the question is mute because of the nature. Also ich habe nur Reizstromteste zu machen bei Patienten, die krank sind und wo die anderen Ärzte nicht haben helfen können. There is one procedure that they left out, and that's the appointment with your attorney, so he can consult with him that he surely understands. Very good. And that's the most important appointment. That's the first one. question? Ja? Do all these numbers change if the organ is a problem reflecting to the tooth also? And you correct the organ weakness, will these numbers come down or these stay the same for you? Ich habe nicht ganz verstanden. Er hat gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dass diese Probleme eigentlich von einem Organ verursacht sind, würden dann diese Probleme weggehen, wenn man dieses Organ irgendwie homöopathisch unterstützt. Wir haben ja Möglichkeiten, das abzuklären. Okay, we have somewhat of possibility to explain this. Wir haben die Wechselbeziehungen zwischen Zahn und Organ ja abzuklären. We need to perhaps explain to you the relationship, the dual relationship of organ tooth and tooth organ. Und es gibt durchaus Möglichkeiten festzustellen, wo die primäre Ursache ist. And it is possible to then determine where the primary cause lies. Aber da brauchen Sie zusätzliche Untersuchungen. However, you will then require additional examination or diagnostic methods. Und da muss ich wiederum sagen, And then I have to say again, na, wenn wir Patienten überwiesen bekommen if we get patients who have been recommended to us von Ärzten, wie das üblich ist, from physicians, which is rather common for us, und vor allem auch von biologisch eingestellten and Ärzten, especially from biological-oriented physicians, die haben ja die Organe schon behandelt, ohne Erfolg. who supposedly have already treated the organ and have given them support. Dann brauche ich das nicht zu wiederholen. So why should I then burden myself to repeat that? Dann muss ich es jetzt von der anderen Seite machen. So I'm now looking at it from the dental view. Musst du sagen, dass du die T2, T3 nicht wieder wegkriegst. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, ja. Und wenn solch eine starke Belastung ist, die bringe ich nicht mehr fort. And if you have that type of stress on the tooth, it is really impossible to eliminate it. Die bringe ich nicht fort durch eine Lokalbehandlung und die bekomme ich auch nicht fort durch eine Behandlung vom Körper her. I see no way to eliminate that through local treatment, neither do I see any way to eliminate that through a systemic treatment. Denken Sie doch an die histologischen Bilder, die Sie vorhin gesehen haben. Wenn da eine Veränderung stattgefunden hat im Pulpengewebe, was ein primitives Gewebe hat, ohne große Abwehrmöglichkeiten, dann geht's nicht mehr. Just think what you saw just in the pictures prior to that. Ich bin schon. If that pulp has no capability of any defensive action, how could then be any improvement be brought about in that area? But if he is Wir haben gehört, Abwehrmechanismen in der Pulpe haben Sie ja nur Leukozyten, Lymphozyten und dann noch die Immunabwehr durch die Globuline. Fertig. Mehr haben wir ja nicht. Alles andere mit Makrophagen und das stehen ja in der Regel gar nicht zur Verfügung. You see, we only have a very limited defense system available in the tooth, and I won't go into all those. It's to repeat what Ralph said earlier, and consequently the tooth is in a rather poor condition to defend itself. Wenn die Leber und die Niere geschädigt ist, da ist die gesamte Abwehr zur Verfügung. You see, when you have the liver and the kidneys damaged, then you have the total organism defense system available for its improvement. Und die hat ja in der Regel der Arzt schon erfolglos behandelt. And I would assume that the doctor has already treated that without any success.
Und ich will als Zahnarzt nicht schlauer sein als der Arzt, der mit dem Patienten And I steht. certainly don't want to be in any way smarter or cuter than the physician who has now sent me the patient to assume that I can treat that. Ja, noch eine Frage. Okay, Harold, you want to get up and show the laser for just a little bit, and maybe you can... Yes. Yes. Saying that you did these extractions. Now you must pay Überstunden. Saying Overtime. that you did these extractions in your office or your clinic. How long would you wait after the extractions before injecting the scars, or would you inject the scars? And would you charge the patient for the injection of the scars along with the extraction, so he'd be sure and come back and have the scars injected? Spricht über auch Narbenprobleme. Wann werden diese behandelt? Während der Behandlung von den Zähnen oder nachher? Also zuerst einmal können wir Mittel geben, um die Abwehr insgesamt zu aktivieren. First of all, we can't give him some substances which will then support the defense mechanism on the patient. Wir haben zum Beispiel heute schon das Elpimet besprochen. Such substances as what we discussed, how we use the Alpamid. Und da gibt es noch andere Medikamente, die die Gesamtabwehr verbessern. And other medicaments are available to improve the total Die kriegen Sie am Morgen genannt. defense system. And tomorrow we hope to mention those to you. Ja. Das Zweite, solange die Nadeln liegen, also die Sutures liegen, solange können Sie keine Narbenprobleme behandeln. And as long as the sutures are still in place, you certainly cannot deal with any scar treatments. Da müssen Sie alles tun, damit die Wunde ungestört zuheilen kann, epithelisieren kann. You have to attempt and do everything possible to allow the wound to epithelialize properly. Und das Wichtigste ist, dass Sie in die Tiefe der Wunde keine Fremdkörper reinbringen. And of course the most important thing is to avoid foreign body inclusion deep in the wound. Denn dann kriegen Sie tiefliegendes Narbengewebe und damit werden Sie überhaupt nicht fertig, müssen Sie neu operieren. Otherwise you will get a deep located scar inclusions in bone, and this will not go away with scar treatment. You have to reoperate. Wir haben zum Beispiel in Deutschland Medikamente, die wir in die Wunde hineingeben können, wie Gelastip von Höchst, das ist ein solches In Medikament. Germany we have medicaments which can be included in the wound, Wir nennen das Fibrinschwamm. and we call those surgical sponge. Das geht immer schief, gibt immer Probleme. Und Every time this is used, it always seems to fail. It always results in residual osteitis. Also es darf in die Wunde nichts hinein außer Blut. There is no way to get away with that. The wound should not contain anything but coagulated blood. Und wenn das Blutkoagulum gut hält, And if the coagulated blood stays, dann haben Sie in der Regel gewonnen. then you can assume that you have won. Und wenn Sie dann trotzdem noch Narbenprobleme bekommen, dann machen wir es so wie Gleditsch. And if you, in spite of that, still have scar problems, then we proceed according to Gleditsch. Das hat Ihnen aber Gleditsch vor 2 Jahren selber erklärt, wie das zu machen. And 2 years ago, Dr. Gleditsch explained that to you himself, how that is done. Und an seiner Methode hat sich seitdem im Prinzip nichts geändert. And his method in principle, has not changed since then. Noch eine Frage? Das doppelt? Harold, would you please get up and explain the laser a little bit? And then I'd also like to have the Dr. Turk and Dr. Kramer. Yes, thank you. Dr. Turk and Dr. Kramer comment on the laser. I'll make this real brief because I think we all want to get to the happy hour here. A few months ago, Dr. Douglas Ernst told me to experiment with this infraoral laser. And really what it does, it's a therapeutic device, it's a pain relief device, and it also activates acupuncture points. So it has, it's a 3-in-1 situation. Well, I reluctantly put it in my office, but it was free, so I tried it out. But I was really amazed at the tremendous amount of pain relief I got by just using this laser. And as a matter of fact, I have an associate. Between my associate and myself, we use this at least on 10 patients a day.
And it, as far as, we use it more for pain relief. I'm in Chinese acupuncture, so I use needles instead of, but I have used this for stimulating acupuncture points, and it's very, very reliable. But the relief you get from pain reactions that patients have is really phenomenal. And if any of you had this in your office for 1 or 2 days and you saw the effect that it has on pain relief, I think you would probably invest in one. What kind of... But anyway, that's been my experience. I'm not acquainted with the company. I have no axe to grind, except I'm just a participant in using this. And so I ordered one. And this one I have right here is one that I have that Dr. Ernst has loaned me. If there are any questions, I'd be happy to. What kind of laser is it? Answer them as best I can. Harold? It's a therapeutic device. After extractions or any periodontal surgery, you simply use the laser over the wound area, and it enhances healing and repair much more rapidly, and the patients heal up much more rapidly than they would ordinarily. Then as they come back a day or two later, if they still have discomfort, then you use the laser on them, and it just alleviates pain. Tremendously. It's good for dry sockets. It alleviates pain for dry sockets. Sensitive dentin, it alleviates pain for. It's quite a panacea. But anyway, that's been my experience with it. What is the laser? What kind of laser is it? In the name. Laser is simply amplified light, and you can get lasers in various strengths. This is not a cutting laser. This is a laser that only penetrates 6 millimeters into the tissue, and it actually heats up the tissue 6 millimeters into the tissue, approximately 3 degrees centigrade. And what it does, it causes greater vascularity to the area, so healing and repair takes place much more rapidly. I really think that's the reason that you get healing. What frequency is used for pain control? Is there different frequency settings on? Oh yeah, you have different frequency settings for each kind of treatment. You can set it anywhere from a high intense frequency to a low intense frequency, depending what the circumstances. What do the units cost? What do they cost? Pardon? What do they cost? The cost of the units, I believe, altogether is about $2,400, and that's including glasses. It has no contraindications other than you can't use this laser in the eye because it will cause retinal damage. So, for the FDA purposes, and it's not approved through the FDA at this point, but they're using them in Europe quite frequently, so we feel we have no problem here. But anyway, we do buy glasses and put the glasses on patients just as a precautionary reason. It's time. It's a function of time and frequency. So for each different, like a dry socket where you have intense pain, you're going to use the maximum frequency for about 8 minutes. How does it work if it causes one substance to get harmed? How does it cause enhanced healing with another one? A tissue's been damaged and it can heal that one, but it causes another tissue to be damaged. This is not a cutting agent. If a tissue's been damaged, actually, it causes greater vascularity to the underlying tissues and causes increased blood circulation. We don't know why. What does it do to the retina? Well, because the retina is so sensitive, it can, but it has to be right on the retina. It would take a lot of time and frequency to damage the retina, but that is the only contraindication because the retina is so sensitive. And that's the only good coverage light. What type of lenses do you have? Glasses do you use? Are they special type? The glasses aren't here, but they just are glasses that protect you for the various laser beams. So. They're not the same type of Like many times, I'll use this particular point right here. I've done that with this laser, and you get close to the retina. But I'm very careful. I mean, everyone would be. But they put the glasses on, and I go right, get that point, I get this point, and these gallbladder points, and the other point. Do you go inside the mouth intraorally? Yes, you go inside the mouth, both lingual, buccal, and lingual when you're treating sensitivity. It's really an amazing device, and I wouldn't be without it in my office, and if any of you really used it for a period of time, I think you'd get hooked on it also. Any other questions? Instruction manual? Is there an instruction manual in English on that? Wavelength. Thank you, yeah, thank you. Now, what kind is it and what's the wavelength? But anyway, you can ask him after. Dr. Turk wants to go a little bit more on the dowsing, and there's always 402, okay?
hour two for the blues. That's it.